Wir sind einfach Geschichtenerzähler und wir suchen uns Geschichten aus, die uns am Herzen liegen, die uns was bedeuten und gucken da, wie kann man die am besten erzählen. Mein Name ist Martin Karl. Ich bin Puppenspieler, Schauspieler und Theaterpädagoge. Es hat immer ein Thema für sich, das relativ tiefgründig behandelt wird, gepaart mit, dass es aber nicht todernst rübergebracht wird, sondern dass es immer mit Humor und Augenzwinkern dabei ist, was in der besten Mischung eine gute Unterhaltung ausmacht. Ich bin Christine Müller, Puppenspielerin am Weiten Theater. Probieren wir es mal. Probieren wir es mal. Piraten! Ist da jemand? Forelle! Ich liebe dich! Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt? Es ist immer die Fantasieleistung des Zuschauers im Puppentheater gefragt. Ich bin Björn Langhans, arbeite seit 15 Jahren als Puppenspieler und bin als künstlerischer Teamleiter am Weiten Theater. Also die Puppe an sich ist ja tot und sie fängt im Kopf des Zuschauers an zu leben. Und auch die Bilder, die wir bauen, der ganze Animationsprozess und die Geschichten, wie wir sie erzählen, setzt voraus, dass der Zuschauer sich auf diese Sachen einlässt, wie ein Kind plötzlich Sachen in seinem Kopf zusammensetzt, die wir ihm anbieten. Das kann ich gut. Forelle, ich kann das Schloss sehen. Warte, komm zurück. Ich sehe das Schloss. Ich heiße nicht Aschenputtel. Durch bestimmte Mechanismen kriegt er eine Verlebendigung, wie wir das so schön sagen, hin. Was guckst du? Und jetzt gib mir die rote Blume. Gib mir Und Jorette. man taucht dann in diese Welt ein. Und auf der Bühne, finde ich, ist es noch mal abstrakter, weil man so die ganze Zeit konfrontiert wird, also gerade durch die offene Spielweise. Von wegen, da macht jemand was und der zeigt dir das nur. Und genau deswegen kann ich mich da fallen lassen und eintauchen und das annehmen. Wir haben eine gewisse Ausstrahlung. Wir nehmen unsere Zuschauer sehr ernst, also auch was die Kinder betrifft. Wir wollen denen nichts vormachen, sondern wir nehmen die als Partner. Das war's? Das war's. Das war's. Das ist total wichtig, also dass man so eine Gemeinschaftsmomente schafft und auch so eine Rituale. Das hat ganz viel mit Theater zu tun. Und dass man nicht einfach sagt, wir rotzen das hin. Das gehört eben nicht nur, dass die Aufführung gut ist und professionell, sondern es gehört auch das gesamte Drumherum dazu. Wenn man zusammen im Ensemble spielt, spielt man auch teilweise zusammen eine Figur. Und da muss man sich so nahe kommen, dass man letztendlich ohne Worte kommunizieren kann. Also ich sehe ja nur einen Ausschnitt seiner Hände und gucke ansonsten mit auf die Figur. Durch Atem zu wissen, vorahnen zu können zum Teil schon, was die machen. Ich bin Emilia Girtler, ich bin das jüngste Mitglied und Puppenspielerin beim Weiten Theater. Wir planen ja so ein bisschen das, was jetzt so kommt und es ist immer schwierig, 4 oder 5 Leute zum Beispiel in einer Inszenierung zu versammeln. Da ist so eine geballte Kraft an Puppenspielern und auch so eine geballte Kraft von Kreativität, die zusammenkommt, um was zu machen. Einfach Theater mit dem richtigen großen Ensemble machen zu können. Das ist so ein bisschen der Traum. Komm in meine Arme!